Maybe too clever. Okay. Entschlüsse Chucks Testament. Besorge einen Thimbleweed-Kuchen. Oder bei Ricky, ne? Gelange in Chucks Gruft. Okay. Und sammle 19 mehr Staubkörner. Okay. Thimbleweed-Kuchen. This is all in binary. Should be easy to write a program to convert it to ASCII so I can read the will. Okay. Kannst du doch bestimmt mit diesem Graphics Basics da was basteln, oder? I'll need more than a chart to decode this. Like maybe a powerful Commodore 64. This isn't working. I'm going to need a pretty powerful programming language to decrypt this will. Programmiersprache? Graphics Basic? Oder soll das Visual Basic sein? Das ist eine Idee. It doesn't work with that. That doesn't seem to work. Wir nehmen jetzt mal das Stopp. Was sind wir denn? Computer, Graphics Basics, Computer, Poster. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Bist du sicher, dass es nicht geht? This isn't working. I'm going to need a pretty powerful programming language to decrypt this will. That doesn't seem to work. While Graphics Basic is pretty amazing, I can't use it in that. My Commodore 64 is now supercharged with Graphics Basic. Okay. It's working. Whoever created Graphics Basic has a brilliant career ahead of them. Das macht's natürlich viel besser. I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. Maybe if I could remember Uncle Chuck's lucky number. He used it to win the lottery a few years back. Okay. Finde, nutze Onkel Chucks Glückszahl. Der hat damit eine Lotterie gewonnen. Dann müsste doch eigentlich irgendwas in der Zeitung gestanden haben. Wir haben eine Zeitung im Thimbleweed Park. Und wenn wir unterwegs sind, dann können wir direkt mal bei Ricky vorbeischauen, weil wir wollen ja unbedingt diesen Thimbleweed Kuchen. Jetzt, wo das jetzt war, da, Nickel News. Da. Glückszahl 23. Die Glückszahl ist 23. Was soll ich... I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. I can read it fine from here. I can read it fine from here. Ja, okay, die Zahl hier habe ich ja, die ist ja 23. Müssen wir dann jetzt... Wir gehen erstmal zu Ricky, wegen diesem Kuchen. Ja, und dann ist es 23. Besser wäre 42. Aber das ist 23.
Wobei sonst eigentlich immer 42 die Antwort auf alles ist. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's YouTube. How can I help you? Ricky, you make such great thimbleberry pie. Can I get one? I'm sorry, hon. I'm out of the pie-making biz. Strictly tubes now. Oh no! I have a problem then. In order to hear my uncle's will read, I need one of your famous thimbleberry pies. Well, in honor of your Uncle Chuck, I'd make an exception. But there just aren't any more thimbleberries left. Your uncle had them harvested to extinction. Dann ist das aber kein Thimbleweed Park mehr. No more thimbleberries? It's sad, isn't it? The last thimbleberries were spotted out in the old forest. Not the forest. I always hated it in there. Yes, pretty spooky. No one goes there unless they have to. People have been lost in there for days. Days! And I heard some never make it out alive. It's true. I've heard those stories too. And then there's the old bear problem. So, first thing, you'll need some thimbleberry picking gloves. You know how those thorns can leave you breaking out in welts. I just happen to have an old pair I could loan you. Thanks. Yeah. They're Ricky's old thimbleberry picking gloves. Wir waren doch schon mit ihm da drin, oder nicht? Oder mit ihr? Okay, das heißt, wir die Gegenstände gar nicht mehr haben. Ja, wir haben noch mal so ein... Haben wir nicht mal so ein Anti-Bären-Spray gehabt? Was, da gab's eins. Die Stelle will ich nicht hin. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Bärenabwehrspray. Das gab's doch schon. Take it. Levos. It's another sample from the traveling animal repellent salesman. Okay. Tja, dann jetzt im Wald. Wo war denn das nochmal? Hier? Wanderweg? Ich glaube schon. Ja gut, das ist das einzige Waldgebiet hier, ne? Muss ja hier sein. Kopf jetzt hier langlaufen macht ja keinen Sinn, der führt mich ja nur zum Schatz. Ah, guck. Thimbleberries. Okay. It's a cup of delicious, freshly picked thimbleberries. Ah, was ist aber Beastbeat? Ich kann es mir nicht merken. Ich kann es mir halt nicht merken. Ja, ich glaube schon. Ja. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's YouTube. How can I help you? I have the thimbleberries. Can you please make me the pie? You found them. Good for you. And no welts. I was very careful. And also, your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Here's your thimbleberry pie. Exactly how Chuck liked it. Thank you. Nice. Ricky Lee's famous thimbleberry pie. Ja, richtig gut, okay. So, was brauchen wir?
Thimbleweed Kuchen. Finde und nutze die Glückszahl. Gefunden habe ich die 23. Entschlüssele Chucks Testament. Geht mit dieser Glückszahl. Gelange in Chucks Gruft. Die ist abgeschlossen. Vielleicht mit dem Geist reinkommen. Wir können das Hotel nicht verlassen. Boah. Gut, wir müssen definitiv zur Mansion. Weil vielleicht können wir das dann doch mit der Zahl machen. Irgendwie mit dem Rechner. Muss ja irgendwie gehen. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Let's see. I decoded it from binary and got a bunch of hex numbers. Knowing Uncle Chuck, he would have encrypted the will using the unbreakable exclusive OR and using his lucky number as the key. Okay, here goes. Also das musst du wirklich genau wissen, ne? Das ist wahrscheinlich eine kleine Zahl, kleiner als 100. Ja. 23 ist ungerade. Endet auf... Boah, das musst du wirklich wissen, ne? Endet auf 3. Beginnt wahrscheinlich mit einer geraden Ziffer. Oh, fies. The rest of the bits are irrelevant to cryptography. I'll just bitwise hand them away. I did it. Ich, Charles Edwin, erkläre bei meinem klaren Verstand und gesunden Körper meinen letzten Willen und Testament, alle vorherigen ersetzend. Ich erkläre, dass ich diesen letzten Willen aus eigener Kraft formuliere, ohne von anderen Menschen bedroht oder unter Druck gesetzt worden sein. Ich bin frei. Ich erkläre, dass ich keinerlei Kinder habe, weder selbst gezeugt noch adoptiert. Ich habe einen Bruder, Franklin, mit 2 Töchtern, Lenore und Dolores. Ich erkläre hiermit Brand Bedwick, JD, als den Vollstrecker meines Testaments und weise an, dass er allein den Willen des Testaments durchsetzen soll. Dieses Testament wird unter der Gerichtsbarkeit von Thimbleweed County eröffnet und alle Forderungen und Änderungen beziehen sich auf Gesetze im Jahre 1987. I did it. Lesen. It's totally decoded now. I'll give it back to Mr. Baluik. Okay, das können wir machen. Genau, das geben wir ihm. Thimbleweed Kuchen ist auch da. Nur wie kommen wir jetzt in die Gruft? Oder die ist jetzt auf. Yes, Dolores? Do you have a question about your uncle's stipulations? Here's a freshly baked thimbleberry pie. One of Chuck's 3 stipulations is now fulfilled. We have a fresh thimbleberry pie. You still need to decode his will, and then we'll meet inside Chuck's opulent tomb. Wir treffen uns da. Okay. Yes. What are the stipulations again? Before we can proceed with the reading of the will, there are 3 stipulations. 1. Thimbleberry pie must be served, which you've prepared. 2. Crack the encryption on the will. Finally, the reading of the will must take place in Chuck Edmund's opulent tomb. Thank you, Mr. Baluik. Gut, das haben wir. Also, das meiste. Here's the decrypted will. Let me see. You've done it, Dolores. 2 of Chuck's 3 stipulations are now fulfilled. The final one is to read the will in your Uncle Chuck's opulent tomb. I'll meet you there. Well, my family will wait right here until you've opened the tomb, Dolores. Hurry along. We don't have all evening. Oh. Poor Chuck, he needs his sleep. Okay, also. Ich wüsste aber nicht, wie wir die so aufkriegen. Was ganz einfach ist, ist hier mit wie heißt der überhaupt? Weil ich vergessen. Wenn wir da mit dem reinkommen würden, aber der hat ja gewisse Probleme da oben. Wir brauchen irgendein Buch dafür. Ja, aber was für ein Buch? Wir wissen es einfach nicht, ne? Macht das Sinn, mit der jetzt im Hotel zu fahren? Oh, wofür brauchen wir die Uhr? Adventure macht noch keinen Sinn. Ich wüsste doch nicht, wie uns das jetzt helfen sollte. Ne?
Was müssen wir jetzt machen? Achso, wir haben ja sogar schon einen hier oben. Ist aber auch nicht mehr, ne? It looks like a book can be placed here. Geheime Tür, cool. Gute Frage. The elevator isn't on this floor. It's a button to call the elevator. Kann der uns sagen, was das für ein Buch ist vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde mal ein bisschen schneller hier. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Can I please have the crystal so I can speak to Dolores one last time? Not a chance, new ghost. The crystal behind me has untold powers, and no one will ever get it. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. Ist okay. Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room, and you'd be able to talk with the living. That's it. Ist der aus dem Weg oder was? Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Ich gehe nochmal nach unten, wo die Thimbleweed ist. Boah, das ist nicht so einfach. Was haben wir denn noch so? Wir können irgendwas anzünden. Staubkörner, Landkarte, Rechtsanwalt. Nein. By the power of Grayskull, I greet thee. How late is this con open? We're open all night. Stop by anytime. I am out of here. Pew, pew, pew! Now the contest is over, there isn't anything going on in here. Now that's a improvement on that sign. The elevator isn't on this floor. Wenn das nicht so lange dauern würde. Können wir vielleicht noch mal mit diesem Typen da unten reden? Der ist ja auch ein Geist. Vielleicht hat der eine Ahnung, was wir dafür brauchen. Reden. Das ist doch Spooky Vision, ne? Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. See you soon, Virgil. Das Buch der Sprüche. They're comics, D&D manuals, and a priceless and rare text adventure hint guide. Nee, hier ist es nicht. Aber das muss doch diese Madame Marina da irgendwo haben, oder nicht? Wo sind
Bushaltestelle Streets. Das Buch der Sprüche. Sehr kreativ.